Dieses Auto kostet genau 6.490 Mark. Es ist 373 Zentimeter lang, also 37,5 Zentimeter kürzer als beispielsweise der Opel Kadett. Ein Fahrzeug, das viele Kenner als revolutionär bezeichnet haben und von dem behauptet wird, dass es die Zukunft seiner Klasse für viele Jahre bestimmen wird. Das ist ein Wagen, mit dem es richtige Freude macht, schnell zu fahren. Und alles, was auch riskant aussehen mag, es ist nicht so. Denn dieser Austin 1100, der aus England kommt, der erste Brite übrigens in unserer Testreihe, ist ein in vieler Beziehung ganz außergewöhnlicher Wagen. Die wesentlichsten Konstruktionsmerkmale: Motor vorne, Frontantrieb. Der ganze Motor ist ja sehr übersichtlich angeordnet und man kommt auch leicht, falls es einmal etwas zu reparieren geben würde, an ihn heran. Links und rechts die beiden beherrschenden Elemente, die Federaggregate der Flüssigkeitsfeder, der sogenannten Hydrolastikfeder, die Stoßdämpfer und die übliche Art der Federung unnötig machen. Es ist rund 12 Jahre her, dass es der französischen Firma Citroën gelang, auf hydropneumatischem Wege Federung und Stoßdämpfung zu kombinieren. Die Engländer erreichen das gleiche Resultat, nur auf einem anderen Weg. Wir sehen hier an unserem Schnittmodell eines von 4 solchen Federelementen. Die mit Wasser und Alkohol gefüllte Verbindungsleitung, das Doppelventil, das den Stoßdämpfer ersetzt, und die Stößelverbindung zur Radführung. Die Feder wirkt bei einem Stoß von unten so, dass die verdrängte Flüssigkeit den Gummi verschiebt. Beim Austin 1100 federt also Gummi. Das Wasser ist nur das Mittel, um Gummi zu verformen. Unsere Zeichnung macht das ganze Prinzip deutlich. Die vorderen beiden Federungsteile gleichen die Neigungen des Hecks aus. Und im umgekehrten Fall werden die Neigungen der vorderen Partie durch die hintere Hydrolastikausrüstung aufgefangen. Diese Federung stellt eine Einheit zwischen Vorder- und Hinterachse dar. Bleiben wir noch ein wenig bei unserem Schnittmodell. Der 1100 Kubikzentimeter Motor liefert 48 PS. Man erkennt ganz deutlich den langen Hub des Kolbens. Über große, allerdings nicht hohe Drehzahlbereiche wird so eine gute Füllung erzielt. Eine gute Füllung bedeutet gutes Drehmoment. Der Motor liegt quer zur Fahrtrichtung, das Getriebe ist angeblockt. Mit diesem Konstruktionsaufbau verbinden sich viele Vorteile, aber begeben wir uns zunächst einmal von der technischen Theorie in die Praxis und untersuchen wir, wie auf einer Schlaglochstraße, auf einer Holperstrecke, die Hydrolastikfederung wirkt. Bei schnell aufeinanderfolgenden Unebenheiten, wie wir sie hier haben, wirkt die Federung etwas härter, erzielt aber auch unter diesen Verhältnissen eine hervorragende Wirkung. Die große Windmaschine bläst mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern. Im gleichen Tempo steuern wir den Austin 1100 an ihr vorbei. Er erzielt einen hervorragenden Wert, den besten, den wir bisher bei unseren Testversuchen gemessen haben. Genau 100 Zentimeter Abweichung. Da wir gerade von früheren Versuchen sprechen, hier ein Überblick über einige Resultate der von uns bisher getesteten Wagen. Austin 1100, 100 cm. DKW F102, 105 cm. Ford 12M, 160 cm. Fiat 1500L, 161 cm. BMW 1800, 201 cm. Opel Kadett, 220 cm. NSU Brinz 1000, 260 cm, VW 1500S 340 cm, Renault R8 Major 360 cm. Daraus ergibt sich ganz eindeutig, dass Wagen mit Frontantrieb, mit vorn liegendem Motor in dieser Prüfung besser abschneiden als die Heckmotorfahrzeuge.
Der Austin 1100 ist gegen Wasser unempfindlich. Es dringt weder in die Karosserie, noch stoppt es den Lauf des Motors. Die großen Scheibenwischer sind so geformt, dass sie dem Fahrer ein maximales Blickfeld erlauben. Auch diesem englischen Fahrzeug haben wir die Prüfung in der Kältekammer nicht erspart. Nach 16 Stunden bei 20 Grad minus versuchen wir, den Wagen anzulassen. Nach genau 19 Sekunden springt der Motor an. Wagen mit Frontantrieb haben generell einen größeren Wendekreis als Wagen, bei denen die Hinterräder antreiben. So ist zum Beispiel der Wendekreis des Austin mit 10 Metern und 60 Zentimetern nicht gerade klein. Trotzdem kann man den Wagen in der Stadt gut manövrieren, wobei wir auch gleich die Verbrauchswerte ermittelt haben. In der Großstadt bei durchschnittlichem Vormittagsverkehr verbraucht der Wagen genau 8 Liter auf 100 Kilometer. Den gleichen Verbrauch, ebenfalls 8 Liter, erzielten wir auf der Landstraße bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 65 Kilometern. Und auf der Autobahn liefen 8,9 Liter durch den Vergaser bei einem Durchschnitt von 108 Kilometer pro Stunde. Das ist ein Testverbrauch von 8,3 Liter. Und diese 8,3 Liter ergeben bei einem Tankinhalt von 38,6 Litern, es empfiehlt sich übrigens Superbenzin, einen Aktionsradius von 465 Kilometern. Der Austin ist mit Scheibenbremsen vorn und Trommelbremsen hinten ausgerüstet. Es gelingt uns trotz mehrerer Versuche nicht, den Wagen in der Spur zu halten. Der Mittelwert von 5 Messungen, 44 Meter und 50 Zentimeter. Der Bremsweg von 44 Metern und 50 Zentimetern ist natürlich nicht schlecht, aber Sie sehen, der Wagen zieht immer nach irgendeiner Seite und das ist nicht schön. Wir haben hier übrigens den Prospekt und da steht drin, das Fahrzeug kann beim Bremsen gar nicht aus der Spur gehen. Das Blockieren der Räder wird ausgeschaltet. Es ist eben doch nicht alles Gold, was glänzt. Einige negative Punkte finden wir natürlich auch an diesem Auto, das sonst einen so guten Eindruck macht. Zum Beispiel die Motorhaube kann von vorne geöffnet werden. Vielleicht aber sind auch die Engländer ehrlicher als wir. Nun, wer weiß das schon. Das Gleiche gilt für den Tankverschluss. Hier auch er ist nicht abschließbar. Und wenn wir innen reinschauen, dann finden wir da doch noch ein paar wesentlichere Punkte, die uns auch nicht gefallen. Der Weg für den Fuß vom Bremspedal auf das Gaspedal ist viel zu groß, zu umständlich. Und das wundert uns, gerade bei einem sonst so gut durchkonstruierten Wagen. Oder auch die Schaltung. Der erste Gang ist nicht synchronisiert. Im normalen Fahrbetrieb ist das weiter nicht schlimm, aber es stört einfach. Dann die Schaltwege sind zu lang und die Führung des Schalthebens ist nicht gut. Vor allen Dingen vom zweiten in den dritten Gang. Auch der Rückwärtsgang ist nicht ganz einfach zu finden oder man kann sich sogar verschalten. Im Übrigen keine Lichthupe. Wir haben keinen Zigarettenanzünder und das bei einem englischen Wagen. Wir haben keine Uhr und das sind so Dinge, die man eigentlich erwarten sollte. Dass der Wagen auch bei uns mit englischer Beschriftung geliefert wird, finden wir unfreundlich. Dass die Behälter für die Bremsflüssigkeit nicht durchsichtig sind, ist rückständig.
Und ein Blick auf das dürftige Werkzeug zeigt, dass auch bei diesem außergewöhnlichen Fahrzeug noch manche Punkte im Argen liegen. Andererseits gute Ideen, große Ablagen im Inneren, links und rechts. Auch die drehbaren Aschenbecher sind nicht nur eine elegante, sondern auch praktische Lösung. Der Sitz hat auf der unteren Seite eine Kunststoffschale. Man sitzt nicht nur in der richtigen Position, sondern auch komfortabel. Ja, beinahe gemütlich. Das gilt für vorn genauso wie für hinten. Viel Platz im Wagen. Und, obwohl das auf den ersten Blick nicht so aussieht, auch genügend Raum für das Gepäck. Man sieht ganz deutlich, wie man diesen großen Raum gewonnen hat. Einmal durch den quergestellten Motor, den Frontantrieb, der den Getriebetunnel erspart, dann durch die relativ kleinen Räder. Die Insassen sitzen zwischen den Achsen. Der Wagen bietet immerhin die Möglichkeit, rund 350 Kilo zuzuladen. Die Waage bleibt bei 835 Kilo stehen. Das zeigt auf der einen Seite, dass das Fahrzeug solide gebaut ist. Auf der anderen Seite wird dadurch natürlich die Beschleunigung negativ beeinflusst. 24,6 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer, das ist sehr viel. Und man wünscht sich in diesem Zusammenhang mehr als 48 PS. Das Gleiche gilt auch für die Höchstgeschwindigkeit, die wir mit 127,8 Kilometern pro Stunde ermittelt haben. Die Geräuschmessung ergibt bei fast allen Wagen, gleich ob Wasser- oder luftgekühlt, ähnliche Werte. Der Austin macht keine Ausnahme, 84 vorn bei 100 Kilometer Geschwindigkeit auf betonierter Straße. Der Austin 1100 kostet Steuer 158 Mark, Versicherung 340 Mark, Testverbrauch 8,3 Liter. Das ergibt bei einer Fachtleistung von 20.000 Kilometern im Jahr 7,7 Pfennig pro Kilometer. Der Austin 1100 befördert ohne Probleme. Er ist sicher und er ist elegant. Die Karosserie stammt übrigens von dem berühmten Italiener Pininfarina. Es ist ihm gelungen, die technische Funktion mit einer ansprechenden Form ideal zu verbinden. Wir schließen uns dem Urteil anderer Experten an. Diese technische Konzeption des Austin 1100 ist ihrer Zeit weit voraus.